So, wenn man sich stramm dran hält, dauert es nur 20 Minuten, hat sie gesagt. Ja, dann kommen wir also schon mal nicht mal in 20 Minuten an. Wo wollen wir denn hin? Wir gehen auf die TwitchCon. Wir gehen auf die TwitchCon. Wir sind nämlich hier in Berlin, ja, schön hier wie heißt der Damm? Der Kaiserdamm. Wir sind Ja. am Kaiserdamm. Wir müssen zum Messedamm. Und dann müssen wir zum Messedamm und dann latschen wir da mal hin. Was machen wir denn eigentlich auf der TwitchCon diesmal? Ja, weiß ich auch noch nicht. Wir gucken uns das einfach mal an, ob das cool ist. Alles klar, willkommen bei Piranha Becken TV. So, da ist es, ne? Ja, wir sind jetzt angekommen am City Cube in Berlin. Hier muss man sich jetzt irgendwo ein Bändchen abholen, haben wir uns sagen lassen. Und im Anschluss gehen wir mal rein, gucken mal, wie groß das ist und was da los ist. Ne? Wir werden schon beglotzt als die ersten Idioten, die hier mit dem Handy rumfilmen, weißt du? Ne? Also wir sind schon verdammt früh dran. Ja, ich glaube, die meisten, die haben gestern schon ihre Sachen geholt hier. Insofern bin ich ganz froh, dass die Schlange hinter uns weg ist, die normalerweise da stehen würde, wenn wir früher gekommen wären. Es ist arschkalt in Berlin, ne? Oder? Ja. So richtig kalt. Ja. Ja, leider. Ich hoffe, das Ding ist beheizt und da ist was los. Dann können wir auch die dicken Jacken ausziehen. So, jetzt sind wir drin Wir sind drin. im City Cube Berlin und hier findet die TwitchCon statt. Ja, wie kann man sich das vorstellen? Ja, da sind mehrere Ebenen, wo unheimlich viele Leute rumlaufen. In der unteren Ebene, da werden Panels gehalten, also Vorträge und so weiter. Ne? Und ein Kollege, unser Art & Games, Olli Petri, der wird nachher auch um 15 Uhr hier einen Vortrag halten. Über das Thema gemeinsam wachsen. Genau. Das gucken wir uns mal an und bis dahin gucken wir uns doch mal die Hallen an. Also hier sind wir jetzt auf einer Ebene, da kommt man rein. Drehen wir uns mal im Kreis hier. Oben, Oh, guck mal, Prominenz. oben gibt es noch zwei weitere Ebenen. Ja. Einmal eine Ausstellungshalle, kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen von der Größe wie so eine Halle 10 bei der RPC. Ja. Wer da noch nie war, ist halt eine Halle. Und ganz oben gibt es noch die VIP-Area, also da dürfen nur Partner rein. Mal gucken, wie weit wir da kommen, wenn wir versuchen, uns Wir sind ja dahin nur zu stellen. Community, ne? Wir sind eine Community, Genau. ja, Partner sind wir ja nicht. Und ganz unten gucken wir uns dann auch nochmal an, wo die Panels stattfinden. Ja. Ja, gehen wir mal los. Ja, also jetzt sind wir ganz unten, tiefer geht's nicht. Und hier kann man jetzt in die verschiedenen Räume abgehen, die quasi von Leuten besetzt sind, die Podiumsdiskussionen machen, Talks halten oder Sachen über Twitch erklären. Jetzt sind wir in der Mitte. Das ist nämlich die Halle, in der sozusagen die Aussteller vertreten sind. Hier befinden sich irgendwie Sponsoren die man als Streamer theoretisch anquatschen könnte. Ob sie vielleicht Bock haben irgendwie auf den Kanal oder Leute, die tatsächlich Computerspiele anbieten. Ne? Hier so, was haben wir hier? Gillette, Case King, World of Tanks, Bethesda und so weiter. Und ja, da kann man im Grunde genommen wie auf der klassischen Gamescom rumgehen, Sachen ausprobieren und Leute auch beim Stream live zugucken. Ja, Guten Tag. hier haben wir den Lars getroffen auf der TwitchCon. So ist das. Ja, was hast du dir denn vorgenommen, als du gedacht hast, ich gehe jetzt mal nach Berlin auf die TwitchCon? Na, zum Ersten habe ich ja den großen Vorteil, dass es in meiner Heimatstadt stattfindet. Deswegen war jetzt mein Weg nicht ganz so weit. Und deswegen war es relativ angenehm, jetzt zur TwitchCon zu erscheinen. Und was ich hier vorhab, beziehungsweise auch vorhatte, auch die letzten 1-2 Tage schon gemacht habe, ist halt Kontakte knüpfen mit anderen Streamern. Sich mal unterhalten, sich mal persönlich treffen, Gedankenaustausch, Tipps austauschen zu Content, zu Pflege des Kanals, zur Community, die Community treffen. Einer meiner Mods ist hier und noch ein paar andere aus der Community waren auch heute schon hier und auch gestern schon. Und das ist halt cool. Das ist halt wirklich ein schöner Hangout hier bei der TwitchCon, dass du halt wirklich mal Leute triffst, die du sonst halt nicht triffst. Es sei denn vielleicht bei der Gamescom, aber ansonsten kaum siehst.
Du hast seit geraumer Zeit einen eigenen Twitch-Kanal, bist Streamer irgendwie. Lars Vader heißt er. Und du bist jetzt auch Partner. Da oben ist ein kleiner Bereich, da kommen wir nicht rein. Erzähl doch mal, was findet man da? Oh, Drogen, nackte Frauen. Nein, da oben ist tatsächlich wirklich nur ein paar Sitzecken, ein Raum, wo es ein paar Snacks gibt, ein paar Getränke gibt, wo sich einfach die Partner wirklich mal zurückziehen können, weil es hier schon in den Hallen so ein bisschen trubelig wird zum Teil. Aber es ist relativ entspannt. Also es ist viel entspannter als auf einer Gamescom. Es ist viel entspannter als bei einer EGX oder bei einer MAG in Erfurt. Also es ist halt hier total entspannt, aber die Leute haben Spaß zusammen und hier hat auch keiner wirklich Berührungsängste und dieser Raum wird jetzt nicht übermäßig genutzt. Also es ist jetzt nicht so, dass die Partner sich da oben verkriechen und nie wieder rauskommen, sondern es ist wirklich nur so mal kurz reingehen, was trinken, kurz noch irgendwie einen Schnack halten und dann wieder runtergehen und wieder weiter in der Menge baden. Das ist auch aufgefallen, dass im Grunde genommen die Leute sich überall mischen. Ja, ne? absolut. Überall läuft buntes Publikum rum. Ja, definitiv. Also es ist halt nicht so, dass die Streamer untereinander bleiben. Das, was gestern ja auch in der Keynote gesagt wurde, also dieses Zusammenwachsen der Community, auch untereinander, unter den verschiedenen Kanälen, findet hier definitiv statt. Und es macht halt wahnsinnig viel Spaß. Danke dir. Ja. Neben den ganzen Panels finden hier auch Meet and Greets statt. Das heißt, wenn man zum Beispiel als Community kommt, möchte gerne einen bestimmten Streamer mal sehen, könnte man sich zur bestimmten Uhrzeit, der im Plan festgehalten ist, hier anstellen und dann ein Meet and Greet halten, mal kurz Hallo sagen, ein Autogramm abgreifen und seinen Lieblingsstreamer treffen. Hier steht zufällig der André. Guten Tag. Der ist nämlich auch hier irgendwie. Wo hast du dich die meiste Zeit rumgetrieben, während du auf der Messe warst? Draußen beim Bierstand. Ja, der Klassiker, wenn wir auf die Messe gehen irgendwie. Gestern war auch noch schön, heute ist irgendwie Regen. Heute ist ja uselig. Was hast du dir für heute so vorgenommen? Ich wollte mal mit ein paar mehr Leuten sprechen, weil gestern ist das so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Weil immer, wenn wir reingehen wollten, sind wir irgendwie doch wieder draußen gelandet. Und heute wollte ich tatsächlich mir mal den einen oder anderen krallen, weil ich muss nämlich auch noch was aufnehmen. Ist das tatsächlich so, dass wenn du irgendwie auf so eine Messe gehst, dass du dir mehr Zeit nimmst, irgendwie zu sagen, ich möchte gerne irgendwelche Leute treffen, oder dass du sagst irgendwie, ja, ich will mir auch bestimmte Stände angucken oder sowas in der Art? Ich bin selten derjenige, der unbedingt irgendeinen Stand sehen möchte. Das passiert wirklich, wirklich selten. Eigentlich nur, wenn echt was Geiles dabei ist, was mich irgendwie ein technisches Gadget oder so. Aber ansonsten eher weniger. Die Leute stehen da im Vordergrund, ja. Hast du dich irgendwie auf die Messe vorbereitet? Nein. Wirklich gar nicht. Also ich wusste, wo ich hin muss, ich weiß, wo ich parken konnte und ich habe geguckt, wer alles da sein wird. Das war auch alles, ja. Da die TwitchCon hier in Berlin das erste Mal stattfindet, in Berlin, hatte ich den Eindruck, das geht sehr vielen Leuten so, dass sie irgendwie das Gefühl hatten, wir gehen einfach mal hin und gucken, was auf uns zukommt. Ja, hattest du das Gefühl irgendwie bisher, irgendwie heute ist der zweite Tag, ich habe doch alles gesehen, jeden getroffen, von dem ich mir gewünscht hätte, dass das passiert? Jeden getroffen nicht, aber ich glaube, gesehen hat man hier recht zügig alles, weil ich finde es relativ übersichtlich, cool, also das macht es großartig, weil man kann so schnell mal jemanden treffen irgendwie, auf den man wartet, aber ich habe leider noch nicht jeden getroffen, aber sonst habe ich, glaube ich, schon alles im Großen und Ganzen gesehen, ja. Etwas, was mir abschließend noch aufgefallen ist, es ist tatsächlich so, hier ist gar kein Gedrängel. Nee, genau. Es ist, wie gesagt, total übersichtlich. Es ist unglaublich schön, man rempelt sich hier nicht an, man trifft die Leute, man sieht sie auch mal und auch, ich sag mal, VIPs sind nicht unbedingt umzingelt von Menschen, sondern das ist alles, man kann da auch mal hin und reden. Ja, also dafür kann sich das lohnen. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Hallo. Hallo. Uli. Guten Abend. Hi. Ja. Wir sind jetzt hier unten in den Räumen, wo man irgendwie sich was angucken kann. Und du bist gleich auch dran, um 15 Uhr musst du was sagen. Erzähl mal ein bisschen, wo, was? Da vorne gegenüber ist ein kleiner Theaterraum, wie man ihn genannt hat. Und eigentlich dachte ich, das wäre ein Riesenraum und das wäre alles halb so wild. Und jetzt haben sie den kleiner gemacht. Dadurch wirkt er größer, wenn das Sinn macht. Und dann treten sich die Leute die Füße platt. Und vielleicht bin ich doch ein bisschen nervös. Obwohl ich ja sage, ich bin nie nervös. Und ich rede darüber, wie man zusammen wachsen kann, wie wir das ja auch alle tun. Ne? So wir auch, unter anderem. Ne? Die Twitch Chase heißt, haben wir uns jetzt zweimal gemacht. Ist auch einfach reingeworfen, angefangen, zig Streamer angeschrieben und die Twitch Chase heißt, ich habe dann den Slot bekommen auf der Frontpage und es ist einfach eine Schnitzeljagd und eine Quiz-Sendung quasi zu anderen Kanälen. Die Leute landen halt bei mir und ich gebe die weiter. Das heißt also, kleinere Kanäle, mittlere Kanäle werden halt da nicht gesehen. Es ist lauter verschiedener Content. Jeder von euch, wenn er mitmachen will,
Einfach anschreiben, macht halt das, was er möchte, vergibt den Leuten halt Punkte, nachher werden die Punkte zusammengerechnet und man kann halt nicht gewinnen, wenn man nicht auf jedem Kanal gewesen ist und mal ein paar Punkte gesammelt hat. Was eine super schöne Sache ist, wie man zum Beispiel dieses Tool Twitch nutzen kann. Also ich habe das Privileg, da vorne drauf zu sein, finde es aber geil, euch vorzustellen, dich vorzustellen, dich vorzustellen oder so, und dann quatschen wir zusammen und dann können die Leute halt bei dir zum Beispiel, du singst zum Beispiel irgendwas. Es wirkt größer, obwohl es kleiner ist. Kleiner gemacht worden. Es ist aber auch schon ein großer Raum. Ach Quatsch, Wie hast du dich denn vorbereitet? gar nicht. Überhaupt nicht. War das jetzt irgendwie 3 schlaflose Nächte? Irgendwie hast du deine Nicht mal Papiere ansatzweise, gewählt? Null. Ich erzähle ja nur das, was ich immer mache. Insofern ist ja nicht so schwierig. Das heißt, die Nervosität kam erst heute. Gerade eben, als ich reingelatscht bin und gesehen habe, dass das so aussieht wie so auf der Comic-Con so ein Battle. Bin ich mal sehr gespannt, wie du dich schlägst. Ich auch, übrigens.